30 Folgen, Hammer! 24 Angler, Yes! 4 Gruppen, No Schneider! 3 Zielfische, Alter, wie geil ist das? ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge der 3. Staffel und damit zum Hinspiel im Viertelfinale zwischen Dietmar Isaias und Veit Wilde. Dietmar setzte sich in Gruppe C vor allem wegen eines bärenstarken ersten Tages durch, an dem er 3 große Barsche und einen Ü90er Hecht fangen konnte. Am zweiten Tag tat er sich etwas schwerer, erfüllte aber die verbleibende Pflichtaufgabe, einen maßigen Zander zu fangen und wurde somit mit großem Abstand Gruppenerster. Veit Wilde wurde Zweiter der Gruppe D. Zwar fehlte ihm ein Ausnahmefisch, doch er fing mit 64 cm den mit Abstand größten Zander in seiner Gruppe und konnte so kombiniert mit einigen besseren Barschen und Hechten ein Scoreboard abgeben, das in seiner sehr starken Gruppe zum Weiterkommen reichte. Hallo liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer und herzlich willkommen zum Viertelfinale des YPC 2020. Mein Name ist Dennis und ich habe die Ehre, die Hinspielmatches des Viertelfinals und auch des Halbfinals zu moderieren. Dietmar Isaias gegen Veit Wilde. Es ist so, Didi hat als Gruppenerster die Wahl zu entscheiden, wer anfängt. Und er hat gesagt, er möchte lieber später anfangen und lässt Veit das Recht zu entscheiden, wo es heute losgeht. Und Veit hat jetzt 4 Stunden Zeit, seinen Spot zu bestimmen. Ja, und ich würde sagen, wir legen direkt los, oder? Auf jeden Fall. Gut. So machen wir das. Veit, Didi, maximale Erfolge. Ich freue mich, dass wir endlich mal das Vergnügen miteinander haben. Lange drauf gewartet. Das stimmt. Ich denke mal, viele Leute wird das freuen, mal uns beide gegeneinander zu sehen. Gerade vom Ufer aus. Also Richtig. Von daher. Ich freue mich auch und deshalb euch beiden jetzt stramme Leine, würde ich sagen. Ne? Alles klar. Dankeschön. Danke. Veit, im Vorfeld hast du mir erzählt, dass Didi dein Wunschgegner ist. Warum? Ja. Einfach weil er ist natürlich ein sehr großer Name und ich muss auch sagen, also ich habe anglerisch wirklich Respekt vor ihm, keine Angst, aber Respekt. Auch so vor seiner ganzen Leistung in der Angelszene, sich über so viele Jahre immer kontinuierlich zu etablieren und erfolgreich zu sein, auch bei den Firmen, wo er schon so gewesen ist. Und ja, ich denke, wir sind so von unserem Angelstil her nicht total unähnlich, deswegen passt das auch. Den Gewässerabschnitt hier kennen wir auch beide sehr gut. Didi ist bekannt auch als Bootsangler, du eher nicht so. Glaubst du, es ist ein Vorteil für dich, dass die Matches vom Ufer aus stattfinden? Nicht unbedingt, also bei Didi würde ich das nicht sagen, weil er ist, weiß ich eben auch, vom Ufer auch sehr gut, hat also ja auch zum Beispiel in der Profiliga auch gezeigt, dass er vom Ufer auch vorfangen kann. Also bei anderen würde ich das vielleicht schon sagen, aber bei ihm nicht. Also sehe ich das als Vorteil an. Didi, erster Spot. Ja. Was glaubst du passiert jetzt in den ersten 4 Stunden an den Spots, die Veit ausgesucht hat? Da wird passieren, dass wir Zander fangen. Vielleicht nicht so viele, in der Handvoll. Auch vielleicht nicht ganz so groß, aber momentan, was ich so mitbekommen habe, sind nicht die richtig großen unterwegs. Wasser ist klar geworden. Wir werden definitiv mit Barsch und mit Hecht zu rechnen haben, deswegen Stahlspitze vorschalten. Ja, und ansonsten wird es ein cooles Match, weil ich denke mal, dass 2 Uferangler, ich habe ja auch viel vom Ufer aus gefischt, nachher dann natürlich aus Boots umgestiegen, aber das wird eine coole Nummer. Und wir beide, wie Veit schon gerade sagte, wir fischen ähnlich. Und dann wird sich wirklich zeigen, wer den präziseren Wurf macht, den richtigen Jig macht oder wo eben dann der Zander vielleicht doch den Köder lieber mag als den anderen. Ich bin gespannt. In 3 Minuten geht's los. Cool. Nochmal Tackle fertig machen und dann würde ich sagen, starten wir. Auf jeden Fall. Ich freue mich. So Männers, los geht's. 9 Uhr, viel Erfolg. 4 Stunden laufen. Danke. So, die beiden haben jetzt angefangen zu angeln. Schreibt ihr doch mal unten in die Kommentare, wer dieses Match gewinnt.
Die erste Buhne bringt keinen Kontakt. Mal sehen, ob es auf der zweiten besser läuft. Häufig sind die ersten Würfe entscheidend. Oh nein! Aufgeschieden? Oh, fucking shit. Ah, jetzt geht der schon mal gut los. War nicht schlecht. Fight. Ja, aber war wirklich nicht schlecht, ist du, ehrlich. War ein Hecht. Scheiße. Was Gutes kommt wieder. Dein Wort Gottes Ohr. Mist. So ist das. Beim Rauskurbeln drauf. Die zweite Buhne, der erste Fischkontakt. Beide sind mega konzentriert. Hier spricht keiner nur ein Wort. Und jetzt hat Veit gerade den ersten Kontakt gehabt und tja, leider nur kurz hängen geblieben. Aber das schafft ja zumindest ein bisschen Vertrauen auch in deinen Köder, oder? Weiß ich jetzt ja gut. Kurz, Veit wird gerade ein bisschen nervös. Er hat beim Reinkurbeln hier einen Nachläufer gehabt, ein Hecht wieder. Und jetzt macht er hier gerade einen Doppelschwanztwister dran und macht noch kurze Würfe. Ich bin gespannt. Er ersetzt seinen Gummifisch durch einen Doppelschwanz-Twister, weil er damit generell schon etliche Hechte gefangen hat und der Meinung ist, einen bereits gehackten Fisch besser mit einem andersartigen Köder zu erwischen. Leider beißt dieser Fisch nicht noch einmal. Ich hoffe, dass der maßig ist, weil ich glaube, Zander wird hier heute schon relativ schwierig sein. So, wird knapp, aber ist maßig. Sehr schön. Hat 43. Kein Fisch, über den man sich wirklich freuen kann, muss man ganz ehrlich sein. Aber Zander ist Zander, ne? 43 mal 1,3 sind 55,9 Punkte. Veit geht in Führung. Was denkt Dietmar darüber? Wie heißt das so schön? Druck macht aus Kohle Diamanten. Also ein bisschen Druck kann ich immer gut vertragen. Und ja, wir haben einen ganzen Tag und einen Dreivierteltag. Da kann noch so viel passieren. Aber wie Veit schon sagte, die Fische beißen nicht besonders. Wetter spielt uns eigentlich in die Karten. Sollte man annehmen, aber das Wasser ist einfach viel zu klar. Gerade was Zander betrifft. Und jeder Zander, den er hat, das sind Punkte, die wehtun. Klar, ich spekuliere auch auf den Barsch. Ein Hecht wäre auch gar nicht so verkehrt. Also von daher, alles ist heute drin, aber es wird heute eine zähe Nummer. Das ist definitiv Fakt. Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt die ersten Buhnen abgefischt und es läuft, kann man sagen, katastrophal. Ich hatte jetzt eben zwar hier wieder einen Biss bekommen, also es ist ein bisschen Fisch da, aber das Wasser ist halt glasklar und ja, beißt ganz schlecht, also ist schon hier echt eine schwierige Geschichte. Muss man kämpfen und dann ist es eben natürlich doppelt bitter, dass ich dann vorhin noch den Hecht verloren habe, also die Hechte scheinen auch wieder heute nicht gut drauf zu sein. Ich habe ja gehofft, dass heute mal der Tag ist, wo sie mal ein bisschen am Beißen sind. Aber ja, wird ein Geduldsspiel und da zählt tatsächlich dann auch jeder Fisch, glaube ich. Also selbst so ein kleiner Zander kann da unter Umständen schon viel wert sein. Ich weiß natürlich nicht, wo Didi dann nachher angeln wird und er hat ja schon so ein paar Sachen vorhin zu mir gesagt. Ich hoffe, dass da dann vielleicht ein bisschen mehr zu holen ist, aber ja, was will man machen? Wir müssen wirklich kämpfen, also das ist das schwierigste Terrain hier.
glaube, es liegt in erster Linie wirklich daran, dass das Wasser extrem klar ist. It's the money. Ja, der zweite Gummi, der hängt und es ist wirklich die Spannung und die Luft, die kann man hier wirklich zerschneiden. Keiner sagt was oder kaum und ja, die Ecken, die kenne ich natürlich, allerdings meistens vom Boot aus. Ja, hier habe ich auch natürlich Profiliga von Fisch und Fang gefischt und auch privat ab und zu auch mal vom Ufer, wenn ich keinen Bock hatte, weil ganz so weit entfernt habe ich ja in Holland hier nicht gewohnt. Und bin ich öfter mal von der Arbeit hier mal für ein paar Stündchen hingefahren. Ist eine gute Ecke, ist eine große Außenkurve, sehr tiefes Wasser und auch selbst bei Niedrigwasser, obwohl wir gerade wieder, weil es in Deutschland geregnet hat, gleich Anfang Juni, wir wieder halbwegs normalen Wasserstand haben, steht hier auch wieder genügend Wasser auf den Buhnen. Also eigentlich wirklich perfekte Bedingungen, aber der Fisch, der hat irgendwie keinen Bock. Da sieht man auch, ich hatte einen einzigen ganz kurzen Top hier gehabt. Und das war's. Ein kleiner Zander oder so. Und auch der Fisch vom Veit ist ja nicht wirklich riesig. Müssen wir uns anstrengen. Die Hälfte der Angelzeit bei Veit ist ja um. 2 Stunden sind gefischt. Und ja, wenn ich mir das so alles so anschaue, viel besser wird es an meinen Stellen wahrscheinlich auch nicht laufen, weil das derselbe Flussabschnitt sein wird. Zwar ein bisschen was entfernt von hier, aber die Fische in einem Flusssystem, die ticken ja irgendwie alle gleich. Und wenn da jetzt nicht wirklich ein Wunder passiert, dann wird das noch eine richtig zähe Nummer heute. Aber gut, dafür sind hier 2 Experten am Wasser, um das Beste draus zu machen. So, die letzte Stunde der ersten Halbzeit läuft. Es ist wirklich super zäh gerade. Die beiden geben alles, sind hochkonzentriert. Es ist mucksmäuschenstill hier. Die beiden probieren jetzt mittlerweile auch verschiedene Köder aus. Veit hat zum Beispiel gerade jetzt mal einen Wobbler dran. Und ja, wir sind gespannt, ob noch was geht. Ja, Leute, was soll ich sagen? Die Partie, es wurde ja schon vom Moderator vorher angekündigt, eigentlich, ich will nicht übertreiben, aber ganz gut besetzt mit Didi und mir. Aber wir werden unserem Ruf als, ich sag jetzt mal, gute Zanderangler hier absolut nicht gerecht. Fische beißen überhaupt nicht. Also ich ärgere mich natürlich jetzt irgendwo auch ein bisschen, das hier genommen zu haben, so, weil ich schon gehofft habe, dass ein bisschen was geht. Das hat ja nun auch die gestrigen Tag hier geklappt, aber ja, muss man damit leben und es ist umso bitterer. Ich bin ja hier nochmal auf die Buhne zurückgekommen, dass ich den Hecht hier am Anfang verloren habe. Der hätte schon richtig viel gebracht in der Situation, aber naja gut, es ist noch alles offen, das ist ja auch schön, also der Abstand ist relativ gering. Die bräuchte jetzt auch nur einen kleinen Zander zu fangen, dann wäre da wieder Gleichstand oder er würde sogar vorne liegen, weil meiner lag ja nur 1 cm über dem Mindestmaß. Wir werden es sehen. Ja, die erste Halbzeit des heutigen Tages ist vorbei. Ein 43er Zander für Veit, für die leider bisher noch nichts. Tja, was soll man machen? Wenn es nicht beißt, dann beißt halt nicht, ne? Aber nee. Didi, wie geht's dir jetzt gerade? Eigentlich ein bisschen erschöpft nach 4 Stunden super konzentriertem Angeln. Ich glaube, man sieht uns das an, dass wir extrem konzentriert waren. Jeder Biss entscheidet heute. Aber die kamen nicht. Ich hatte einen guten Zupper da hinten gehabt. Veit hatte 2 Zanderbisse eingefangen, ja, und noch einen Hechtbiss. Ja. Also ist wirklich mau. Gerade für diese Ecke eine sehr gute Kurve eigentlich. Ja. Aber wie Veit schon sagte, Wasser ist super klar. Man kann es fast trinken. Wenn du noch die Polbrille auf hast, dann kannst du wirklich 2 Meter tief ins Wasser schauen. Mögen die Zander definitiv nicht. Wir hatten ja gehofft, vielleicht noch einen Barsch zu erwischen oder einen Hecht. Aber auch die spielen heute wirklich nicht mit.
Und wie wichtig der Fisch noch sein wird am Ende, das werden wir sehen. Jetzt machen wir kurz das Päuschen und dann geht es gleich weiter. Genau. Richtig. Wir hoffen, also ich würde mich auch freuen überhaupt, wenn bei Didi da drüben, also er hat ja gesagt, du wolltest ja auf die andere Seite, wenn da überhaupt ein bisschen vielleicht noch irgendwas passiert. Also selbst wenn du den fängst, würde ich mich echt freuen, also einfach für euch auch, dass ihr ein bisschen Fisch vor die Kamera bekommt. Schöner wäre es natürlich, wenn ich noch was fange, aber ja, also das einzige Positive nach der ersten Halbzeit ist wirklich, dass ich mit diesem Mini-Zander da in Führung liege, aber das ist ja ein Fisch. Aber ein Fisch kann heute vielleicht echt schon entscheidend sein. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Und hoffen, dass es besser wird. Süß oder saures? Nur bei unserer Halloween-Aktion gewinnt jeder. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Traut ihr euch mitzumachen? So super exciting, new this year for Berkley is the Berkley Pulse Pintail. It's a tail spinner kind of lure, metal lure, and it's perfect for pike, perch and zander fishing. It has a big spinner blade on the tail, but also a smaller blade attached to it. The small spinner blade gets like forced behind the big spinner blades and creates a lot of extra vibrations and a lot of extra movement in the whole body. And that's super killing for the perch fishing. Comes in 4 different sizes, the 5 gram, the 9 gram, 14 gram and 21 gram. It's equipped with a Fusion 19 hook, 8 different colors, so go check them out. Hallo liebe YPC-Zuschauer. Wie bei Angelvideos üblich, kriegen wir natürlich auch unter die YouTube Predator Cup Videos immer wieder viele Nachfragen, was für Tackle die Angler im Einsatz hatten. Deswegen haben wir uns Folgendes überlegt. Bei uns im Shop gibt es ab sofort eine eigene YouTube Predator Cup Kategorie. Hier ist nach Gruppen geordnet jeder Angler, der im YPC 2020 mitgefischt hat, und hier könnt ihr einen Großteil des Tackles finden, was im YPC geangelt worden ist. Viel Spaß beim Stöbern. Halbzeit. Dietmar erklärt uns, wie er an seinen Stellen an Fisch kommen möchte. Der Juli kommt spionieren. Ja, die sollen es bringen. Bei dem klaren Wasser somit meine Lieblingsfarbe Brownie. Heller weißlicher Bauch, schöner dunkel schokoladiger Rücken. Das ist eigentlich immer eine gute Kombination. Und dann mit entsprechenden Jigköpfen versehen. In diesem Falle machen wir mal 18 Gramm drauf. Sollte passen. Schneidet immer so ein kleines Stückchen oben ein. Dadurch hat der Haken ein bisschen mehr Raum, um zu greifen. Hier sind zwar an den entsprechenden Köpfen von 4 Street, an den Tungstenköpfen zwar kleine Einhänger dran, aber heute schmeißen wir 1000 Mal und irgendwann werden die dann auch mal los. Wichtig ist, wir haben es mit Gummiködern zu tun, ein bisschen Primer drauf. Der Primer sorgt dafür, dass der Sekundenkleber besser hält. Hammerzeug. So, ist auch gleichzeitig gereinigt. Zum Ankleben immer Handschuhe von der Tankstelle mitnehmen. Dann ist der Übergang viel geiler. So, das war's schon. Auf geht's in die zweite Halbzeit des Tages. Jetzt ist Didi dran mit der Spotwahl. Ich muss sagen, Didi, der Spot sieht erstmal besser aus als die Bedingungen vorhin. Es ist ein bisschen trüber. Ja. Wie meinst du, sind deine Chancen jetzt? Also unsere Chancen, denke ich mal, werden beide gleich gut sein, denn die Ecke wird definitiv Fisch bringen, über kurz oder lang, weil hier haben wir große Krautbetten, das Wasser ist hier ein bisschen trüber. Ich hoffe auf Zander, vielleicht geht auch der ein oder andere Hecht drauf und beide Ecken sind gut von der Buhne. Ist zwar nicht unbedingt der allerbeste Platz vom Ton her, aber man kann sich das nicht aussuchen. Ein bisschen schattiger auch hier von den Brückenpfeilern. Ich habe gute
bin guter Dinge, gute Hoffnung. Werdet ihr was an eurer Technik verändern oder werdet ihr so weiter fischen wie vorhin auch? Also ich hoffe, dass es bei mir mal Tock macht und das ist die einzige Änderung der Technik. Okay. Habe ich jetzt auch nicht vor, irgendwas ganz intensiv zu ändern. Die Stelle kenne ich hier, gefällt mir gut und ist auch schön. Hier haben wir ein bisschen Kraut. Ich hatte ja zwar vorhin schon drauf gesetzt, dass wir da irgendwo einen Hecht bekommen. Dran hatte ich ihn ja. Aber ich denke mal, da steht hier die Chance auf jeden Fall sogar ein bisschen besser. Und wie schon gesagt wurde, das Wasser ist hier vor allen Dingen ein bisschen trüber, also könnten die Zanderchancen hier auch höher stehen. Wir werden sehen. Auf geht's. Zeit läuft ab jetzt. Optimismus auf beiden Seiten. Mal sehen, wie berechtigt er ist. Es gibt zumindest schnell einen ersten Fischkontakt. Ich denke mal, das war ein Hecht. Er hat hier beim Einleiern den Köder attackiert. Ein knallharter Schlag, total überrascht. Weil ich gerade ein bisschen wackelig stand, wollte ich mich wieder vernünftig hinhocken. Und dann kam der wie aus dem Nichts. Sheet Crown. Aber alles, was gut ist, kommt nochmal wieder. Ja, erster Abriss jetzt eben hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kenne ja den Spot und ich habe hier bis jetzt nur einmal geangelt. Letztes Jahr, da bin ich hier vorne rangekommen, da habe ich hier erster Wurf, also nur kleiner, aber erster Wurf, Zander, zweiter Wurf, Zander, dritter Wurf, Zander. Danach hat es dann nachgelassen, aber es war nichts. Also es ist schon, jetzt ist es wirklich ganz schön schwer, so die Motivation hochzuhalten. Die hatte immerhin mal einen Kontakt gehabt, so wie das aussah. Das macht ja ein kleines bisschen Hoffnung. Aber es ist schon ganz hartes Brot heute. Es ist jetzt auch demnächst Tidenwechsel, dass dann vielleicht ein bisschen mehr Aktivität kommt. Also das kann passieren. Jetzt ist ja momentan noch die Strömung ganz schwach. Die Geschichte hatten wir, ihr erinnert euch vielleicht, auch in der Vorrunde ja gehabt, also in der Gruppenphase am ersten Tag bei mir. Ja, kann schon sein, wenn jetzt ein bisschen mehr Druck dann nachher drauf kommt nach dem Tidenwechsel, dass dann vielleicht so die kleinen Zander aktiv werden. Ja, und ein Big Point wäre jetzt hier halt irgendwie mal ein Hecht oder ein Barsch rauszulocken, aber die scheinen heute auch schlecht zu beißen. Das ist dann schon irgendwo Glücksspiel und wäre in dem Fall auch ein totaler Lucky Punch. Leider zündet auch Dietmars erste Stelle bislang nicht, wie erhofft. Bei Veit macht sich langsam etwas Ratlosigkeit breit. Er ist bereit, etwas zu experimentieren. Ich bin mir eigentlich sicher, dass hier in diesem großen Krautfeld Hechte drinstehen. Ich habe jetzt ewig am Rand von dem Krautfeld entlang geworfen mit verschiedenen Ködern, gänzlich erfolglos. Und ja, ich bin mit diesen Teilen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja doch eher ein konservativer Angler, habe ich noch nicht so viel gefischt, aber ja, ich habe damit schon gefischt und habe auch gefangen. Und deshalb hier mal einfach mal in das Kraut reinzuschmeißen. Spinnerbait. Das machen wir hier mal drauf. Ach, warum nicht einfach so ein Twister, da habe ich doch ja schon so viele Hechte drauf gefangen. Da habe ich noch einen hier ohne Haken. Nee, war ja schon Haken dran hier an meinen Ködern. Nee, da ist noch einer. Gut. Mehr als ausprobieren kann man es nicht. Und ich sage mal, bei Didi passiert jetzt ja momentan auch nicht so viel. Deshalb, das lässt einem Raum für ein paar Experimente und vielleicht geht ja mal irgendwas davon dann auch auf. Keine Ahnung. So, ich habe jetzt eben mal noch den Köder hier, den Trailer sagt man ja dazu, mit einem Tropfen Sekundenkleber befestigt. Und hier sieht man, dass der noch aus besseren Zeiten stammt, wo man hier noch gut Fische gefangen hat. Also der ist schön zerlegt von Hechten. Wäre ja toll, wenn jetzt hier auch noch ein paar Einschnitte dazukommen. Tja, also ich habe jetzt hier mit dem Spinnerbait ein bisschen hier in das Kraut reingeworfen und es sah auch mal so aus, als ob was hinterher kam.
Aber ich glaube jetzt bei der Hitze hier, das sind schon Fata Morganas, die man hat, es passiert ja gar nichts. Ich würde echt gerne mal den Tobi Eckwal oder den Dustin Schöne machen, weil die haben ja gezeigt, dass man mit diesen Teilen hier richtig gut fangen kann, ja in ihren Partien letztes Jahr, aber ganz so gut bin ich dann doch nicht offensichtlich. Aber ich probiere es weiter. Ich habe heute auch wirklich ein Pech. Das ist echt zu Mäusemelken. Ich habe einen richtig guten Fisch drauf gehabt. Gleich am Anfang, so nach einer guten halben Stunde, auf einen 15er Paddler beim Einleiern. Ich gehe mal von außen, war ein Hecht, weil der war neu und die Kitsche, die war wirklich von einem scharfen Schneidezahn. Und dann hatte ich 2 Bisse gehabt, einen auf der anderen Seite. Das waren definitiv Zanderbisse gewesen und ein Zander kam sogar noch hinter meinem Gummifisch hinterher geschwommen und dreht dann wirklich keine 2 Meter von meinen Füßen ab. Und auch der Biss jetzt hier gerade, die stehen wirklich im Kraut. Ich habe jetzt wirklich mit der Brille die einzelnen Krauthalme da lokalisiert und schmeiß wirklich direkt dran. Ich hoffe, dass vielleicht noch so ein hungriger Zander rauskommt und sich so einen kleinen 8 cm Gummifisch holt. So eine kleine Mini-Grundel-Imitation, so nach dem Motto, den kleinen Hunger zwischendurch. Hat sonst immer gut funktioniert, aber heute überhaupt nicht. Also nur kurze Anfasser, das war's. Ansonsten hätte die Buhne geliefert und dann wären die 43 Punkte auch nicht ganz so viel Vorsprung mehr gewesen. Aber gut, hätte Fahrradkette. Wir haben ja noch, glaube ich, eine Stunde oder so. Aber wir bleiben hier, jetzt woanders hinzufahren, macht gar keinen Sinn. Und drückt mir die Daumen, dass vielleicht doch noch ein schöner Fisch hängen bleibt. Fisch? Ja, Idee. Ja. Angel ich ja nicht den ganzen Tag. Eine halbe Stunde vor Schluss. Die reichen ja die letzten Minuten. Halbe Stunde vor Schluss. Endlich Aber mal wieder ein das Fisch. Warte mal, ich mach mal, ne? Das ist irgendwie 38 oder sowas. Ich würde sagen, der könnte... Der hat kein Maß. Der hat doch. Komm, wir gucken zumindest. Nachher ärgerst du dich. Doch, hat Maß. Okay. Der hat Maß. Der hat Maß. Der hat tatsächlich Maß. Das ist damit 43. Der hat 44. Ja. Das ist der Hammer. 44. Oh! Veit, wir sind die Jig-Loser heute. Unglaublich. 44 cm. Und ich wollte ihn erst gar nicht messen. Ach. 1 Zentimeter mehr. Das macht ein Zanderangler aus, so wie Veit und ich. So lange durchhämmern, bis doch der Biss kommt. Ja, Respekt. Ich hatte vorher schon einen gehabt und der blieb dann hängen. So, der geht ganz schnell zurück. Wir haben noch ein paar Minütchen, vielleicht gibt es noch ein paar Punkte oben drauf. Zu Dietmars Glück haben Veit und Dennis aufs Messen dieses Fisches bestanden, denn der könnte bei diesen Bedingungen noch extrem wichtig für ihn werden. Er liegt nun hauchdünn in Führung. Jetzt wird es natürlich nochmal spannend. 43 cm zu 44 cm. Hui, und wir haben noch genau 30 Minuten. Naja, also ich sag mal so, das
unter normalen Umständen würde ich mir da jetzt keine Gedanken machen, aber ist natürlich jetzt die Frage, morgen kann man nur hoffen, dass es da besser beißt. Ja? Da kann, so schlecht wie das heute gewesen ist, kann der 1 Zentimeter ja dann schon tatsächlich entscheidend sein. Also wir haben ja heute echt nur diese 2 Fische bekommen. Und ja, so ist das halt. Aber ich habe mir das ja schon gedacht, dass hier irgendwann vielleicht doch nochmal was einsteigt, auch wenn sie noch so schlecht beißen, weil jetzt ist ja nun wieder Strömung aufgekommen hier und es hat sich ein bisschen zugezogen. Da werden die Fische dann natürlich auch doch noch ein bisschen aktiv, also das kenne ich ja hier von dem Gewässer. Ja, vielleicht kriege ich auch noch einen. Die letzte Viertelstunde läuft und nachdem Diddy jetzt noch diesen Zander gefangen hat, steigt natürlich nochmal die Spannung. Ich muss sagen, ich fand es ziemlich fair von Veit zu sagen, Diddy packt den Fisch bitte aufs Maßband, denn Diddy wollte den Fisch eigentlich sofort zurücksetzen. Und ja, hätte Diddy jetzt diesen Fisch nicht gemessen, dann hätte er jetzt nicht diese 44 cm. Und das fand ich eine ziemlich faire Geste. Und ich bin gespannt, ob die beiden sich jetzt noch in den letzten 14 Minuten hier ja, mit einem weiteren Zander belohnen. Einen blöden Zentimeter. Unglaublich. 8 Stunden an einer der geilsten Abschnitte und dann kommen wirklich 2 solche kleinen Mini-Zander raus. Glückwunsch, Diddy. Ja, das ist doch gar nichts. Das ist so, als wenn wir morgen wieder neu anfangen würden. Das stimmt, das ist richtig. Das ist auch vielleicht gar nicht mehr so verkehrt, aber nee, also das ist so zäh, weil ich hatte, wie gesagt, ich ärgere mich, ein sehr, sehr guter Fisch gewesen, der den großen Gummifisch massakriert hat, aber nicht hängen geblieben ist. Du hattest ja auch den Hecht am Anfang, also wir sind ausgeglichen mit den Verlusten. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass es morgen besser läuft. Also auch für euch, weil das war, glaube ich, ja, keine so coole Partie. Also wir haben uns gut verstanden, aber das ist ja eigentlich immer so bei uns, war super fair und das stimmt. Ja, wir kennen das ja, also dass es beim Angeln auch manchmal richtig schwierig sein kann. Ja, dass man solche Tage auch hat. Übrigens auch in Holland, ja, muss man immer wieder sagen, weil wirklich ja die Leute echt immer denken, man kommt hierher und das ist alles so einfach und ja. Nichts ist einfach. Es gibt hier auch solche Tage und wir haben uns echt Mühe gegeben. Der Fisch, der diktiert, wie so ein Angeltag läuft und in diesem Fall hat er uns eine lange Nase gezeigt. Und nur 2 glückliche Punches und das sind wirklich glückliche Punches. Morgen sehen wir weiter. Also drückt uns die Daumen für morgen. Ciao, macht's gut. Ja, liebe Zuschauer, der erste Tag des Viertelfinales zwischen Veit und Diddy ist vorbei. Diddy hat jetzt 1 cm vorgelegt, dadurch darf Veit morgen den Spot als erstes entscheiden. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und verpasst keine Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Feierabend. Das heißersehnte Duell zwischen 2 absoluten Raubfischexperten endet nach 8 Stunden mit 2 kleinen Zandern. Aber so ist Angel. Häufig läuft es nicht genau so, wie erhofft. Doch immerhin bleibt es spannend und ausnahmsweise verraten wir euch schon heute etwas über das Rückspiel. Es wird deutlich fischreicher werden. Wir sehen uns am Sonntag um 18 Uhr. Yeah, at the store, on the corner of my road. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss.